Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Spezielle Shapes von Blend Engineer möchten wir Ihnen vorstellen. Das erste Shape ist die Nadel. Die Nadel finden Sie in der Schablone 25, sonstige grafische Symbole für Rohrleitung. Wenn Sie die öffnen, finden Sie sehr weit oben die Nadel. Die Nadel hat die Funktion, um Rohrleitungen aufzutrennen. Das heißt, hier habe ich eine Verbinderlinie, eine Linie, und diese durchgezogene Linie soll in zwei Teile zerschnitten werden. Das leistet die Nadel, das heißt, Sie können die Nadel auf dieser Linie fallen lassen. Und jetzt, Sie sehen es bereits an dieser Zeichnung, jetzt haben Sie zwei Linien. Umgekehrt, wenn Sie die Nadel markieren und mit der Taste Entfernen löschen, dann haben Sie wieder eine durchgezogene Linie. Natürlich hätten Sie auch die Möglichkeit, die Nadel fallen zu lassen und über das Kontextmenü aus der Leitung entfernen. Dann hätten Sie die Nadel noch auf der Zeichnung und könnten sie an eine andere Stelle platzieren. Dann wäre sie also nicht gelöscht. Das zweite Shape. Die Montageeinheit ist ein Rahmen, wenn Sie eben mehrere Elemente, mehrere Komponenten zusammen montieren wollen. Ziehen Sie dieses Shape als Rahmen um die entsprechenden Shapes, die zusammen montiert werden sollen, herum. Das Ganze kann auch funktionsgruppenübergreifend sein, das heißt, ich könnte es sogar bis hier hinziehen, wenn ich möchte. Dann sind all diese Elemente in dieser Montageeinheit verbunden. Das ist das dritte Shape, Montageeinheit, eine visuelle Darstellung für Elemente, die zusammen montiert werden.